Hallo, herzlich willkommen zu Case King TV. Heute mit einem absoluten Pionier, wenn es um Gehäuse geht. Cooler Master ist heute unser Thema und wir haben zwei Gehäuse von Cooler Master hier stehen. Zum einen von CM Storm das Trooper Gehäuse. Wie ihr schon sehen könnt, martialisch, extra für den Gaming-Bereich ausgerichtet. Viel Mesh an allen Seiten, um eine entsprechende Belüftung zu gewährleisten. Hier dann natürlich auch wirklich auf High Airflow ausgelegt, die ganze Geschichte. Kommen wir erstmal zur Front. Dort haben wir durchgehend 5,25 Zoll Schächte hier einfach aufzumachen mit einem kleinen Druck auf die Seite. Darüber ein 2,5 Zoll Hot Swap Schacht. Hier könnt ihr also jede SSD, HDD im 2,5 Zoll Format einfach hineinschieben und schon habt ihr sie am System angeschlossen, wenn ihr natürlich den internen Connector verbunden habt. Im Deckelbereich haben wir das I/O-Panel, zweimal USB 3.0, zweimal USB 2.0, Audioanschlüsse und natürlich Power Reset Buttons. Dazu um den Power-Button herum noch eine Lüftersteuerung. Hier könnt ihr alle Lüfter anschließen, die im Gehäuse vorhanden sind und sie über diese Lüftersteuerung regeln. Ein kleines Highlight haben wir hier unten noch. Dort befindet sich ein Schacht. Schauen wir kurz hinein. Wir haben hier die Frontklappe, nehmen wir einfach ab und haben dazu ein kleines Kästchen, wo ihr im Grunde genommen alle Zubehörteile, die irgendwie mit dem Gehäuse zusammenhängen, hineintun könnt. Ihr könntet natürlich auch völlig andere Sachen hineinpacken. Wenn ihr auf LAN-Party seid, für die Lamen unter euch, könnt ihr natürlich das Butterbrot von Mutti reinpacken. Ja, ansonsten einfach CDs beispielsweise könnt ihr dort auch aufbewahren. Schauen wir mal ins Gehäuseinnere. Gleich im Innenraum gut zu erkennen, 2x120 mm Lüfter an den HDD-Schächten. Die HDD-Schächte kann man auch um 90 Grad drehen, sodass der Zugriff von der Front auch möglich wäre. Dort dann einfach die Frontklappen wegmachen und schon kommt ihr ran. Hier unten wurde an die neuesten Technologien gedacht. SSDs installieren oder auch alte 2,5 Zoll SSDs, die ihr noch aus dem Notebook habt oder sonst irgendwo, könnt ihr hier installieren. Also für 2,5 Zoll Laufwerke noch ein extra Käfig. 4 Laufwerke finden dort Platz. Dieser ist natürlich auch herausnehmbar. Herausnehmen ist in dem Fall sehr wichtig, denn nicht nur die Lüftermöglichkeiten sind immens, sondern auch die für Wasserkühlung. Wir haben hier im Boden die Möglichkeit, 2 Lüfter A120 mm zu verbauen. Hierfür müsste man diesen Käfig entfernen. Man könnte dann auch wahlweise einen 240 mm Radiator im Boden installieren. Hierfür natürlich die Kiste herausnehmen. Das gleiche auch in der Front möglich, 2x120, 240 mm Lüfter. Einer ist im Deckel möglich, dort ist ein 200 mm Lüfter vorinstalliert, diesen könnt ihr auch entsprechend austauschen, dann auch ein 240er Radiator möglich. Im rückwärtigen Bereich haben wir noch einen 140 mm Lüfter verbaut, dieser auch tauschbar gegen einen 120er. Somit auch noch eine Radiatormöglichkeit, allerdings dann nur 120 mm. Für die Wasserkühlung haben wir hier noch 3 Durchlässe für Wasserschläuche, falls ihr externe Wasserkühlung nutzen wollt. Das Netzteil wird natürlich auf Gummis gelagert, um eine Entkopplung zu gewährleisten. Darunter direkt noch eine Öffnung für Belüftung. Darunter auch gleich zum Schutz entsprechende Staubfilter. Diese haben wir an allen Intake-Fans, sowohl auch bei Outtake-Fans. Hier im Deckelbereich haben wir ein Staubschutzgitter. Dieses könnt ihr ganz einfach herausziehen. Also auch beim Outtake. Hinten dort leider nicht, aber ansonsten überall Staubfilter. Auch eine sehr schöne Sache. Um das Mainboard herum viele Aussparungen fürs Kabelmanagement. Alle natürlich entsprechend gummiert. Dort könnt ihr eure Kabel durchführen und dann hinter dem Mainboard-Tray, wo auch noch viel Platz gelassen wurde, einfach verstecken. Auch vorhanden natürlich 9 PCI-Slots
ganz normal für ATX und eine Besonderheit hier im rückwärtigen Bereich ein senkrecht stehender PCI-Slot. Dieser für Erweiterungskarten nutzbar. Das heißt, wenn im Mainboard beispielsweise eine USB-Blende beiliegt, einfach installieren, intern anschließen und schon habt ihr noch weitere USB-Slots. Oben am Deckel noch ein Tragegriff, sehr massiv ausgeführt, damit ihr das gesamte Gehäuse auch ordentlich halten könnt. Viele werden sicherlich schon erkannt haben, Mensch, das hat eine gewisse Ähnlichkeit, genau, mit dem Cooler Master Cosmos S. Seinerzeit ein absolutes Design-Highlight gewesen und genauso der Nachfolger, das Cosmos 2, welches wir hier stehen haben. Außen Aluminium gebürstet, sehr schick, sehr edel. Die Streben hier oben, unten haben wir sie nochmal. Das Innenskelett ist aus Stahl gefertigt, außen noch ab und an ein wenig Plastik, aber voller Design-Features, voller Funktionen. Ihr werdet eure helle Freude an diesem Gehäuse haben. Schauen wir uns die Front an. Viel Mesh, dahinter natürlich entsprechende Luftintakes und gleich das erste Highlight, die Frontklappe. Wenn man jetzt denkt, so wie bei allen, haut runter, ist laut, geht kaputt. Nein, einmal die Magnete gelöst und es slidet ganz langsam herunter. Wir haben das schon ein paar Mal probiert. Es ist wirklich immer die gleiche Geschwindigkeit. Es wird nicht schneller, es wird nicht langsamer. Es slidet ganz gemütlich herunter. Absolut edel. Das macht richtig Spaß, das einfach runterzulassen. Die 5,25 Zoll Schächte auch nicht normal gesichert durch irgendwelche Slotblenden, sondern hier durch einen Lockmechanismus. Und schon habt ihr sie draußen, könnt sie wieder festklemmen. Noch edler, die 3,5 Zoll Schächte gesichert. Diese noch abschließbar. Wenn ihr also diese als Hot Swap nutzen wollt, so sind sie zumindest ausgeführt, dann könnt ihr diese danach auch noch abschließen und entsprechend herausnehmen. Also auch nochmal ein absolutes Plus gegenüber normalen Gehäusen, wo ihr nur in Anführungszeichen die Festplatte hineinschiebt. Hier könnt ihr sie auch noch verschließen. Sehr schön. Frontpanel. Dort Vollbestückung. Ja. Zweimal USB 3.0, viermal USB 2.0, Audioanschlüsse und einmal eSATA. Da bleibt kein Wunsch offen. Darüber gelegen, hinter einer Klappe, das Bedienfeld für Powerbutton und für die Lüftersteuerung. Das Besondere hier bei der Lüftersteuerung sind die verschiedenen Zonen, die ihr habt. Ihr habt hier Bezeichnungen drauf für HDD, für GPU und so weiter und so fort. Diese könnt ihr dann entsprechend intern anschließen. Die Kabel sind natürlich beschriftet und dort dann in 3 Stufen das Ganze regeln. Die entsprechende Stufe wird über eine Farbe im Bedienfeld dann gekennzeichnet. Das heißt, einmal drücken, erste Stufe, zweimal drücken, zweite Stufe und so weiter und so fort. Das für verschiedene Zonen. Wie ich finde, auch sehr schön gelöst, gerade mit den verschiedenen Zonen. Ihr könnt also den Computer individuell belüften, je nachdem, wo ihr die Luft haben wollt. Jetzt mein persönliches absolutes Highlight. Wenn ihr dachtet, Seitentüren abnehmen macht nie Spaß, falsch. Ein Druck hinten auf einen Schalter und schon könnt ihr sie öffnen. Und wie ihr sie öffnen könnt. Wenn das nicht schick ist, weiß ich auch nicht. Jetzt könnte man sagen, ist natürlich ein bisschen unpraktisch. Ich brauche ja richtig viel Platz, um hier überhaupt an das Teil ranzukommen. Mitnichten. 2 Haltegriffe drin, einmal hochgehoben und schon habt ihr sie abgemacht. Dafür sind hier hinten an den Scharnieren entsprechende Aussparungen, sodass ihr dann die einfach reinhängt und dann habt ihr die Tür wieder an Ort und Stelle. Wir lassen sie jetzt mal kurz ab, um euch den Innenraum zu zeigen. Das Scharnier kurz noch aus dem Weg und mal nach innen geschaut. Hier bietet sich auch wirklich Features über Features. Alleine schon hier die 2x120 mm Lüfter, direkt vor den HDD-Schächten.
Könnte man jetzt sagen, naja, ob ich die Lüfter da wirklich haben will, sei mal dahingestellt. Nichts leichter als das. Und schon seid ihr sie los. Genauso einfach kann man sie auch wieder reinmachen. Hier unten ist eine Aussparung, oben ist es fest, oben einhaken, reinmachen und schon habt ihr alles wieder an Ort und Stelle. Und schon sitzt es wieder. Des Weiteren habt ihr die Möglichkeit, hier die ganzen Schächte rauszunehmen. 6 x 3,5 Zoll, diese natürlich auch entsprechend mit einfachen Laufwerksblenden ausgestattet. Hier könnt ihr die HDDs direkt reinklipsen. Ihr könnt 2,5 Zoll natürlich ebenso installieren. Ihr könnt aber auch den kompletten HDD-Schacht deinstallieren, beide natürlich, und habt dann die Möglichkeit, diese Streben zu installieren. Wofür nun diese? Ganz einfach, man sieht es schon ein wenig, wenn ich diese so installiere, kommen auf die Rückseite vom Gehäuse, dann habe ich die Möglichkeit, einen 240 mm Radiator an Ort und Stelle zu installieren, anstatt der 3,5 Zoll Schächte. Also auch hier hat Cooler Master mitgedacht, wer also Wasserkühlung hier in diesem Gehäuse haben möchte, gar kein Thema. Einfach die Streben installieren und schon könnt ihr hier auch eine Wasserkühlung mit 240 mm Radiator im Boden realisieren. 240 mm Radiator in dem Gehäuse, naja Stefan, ein bisschen wenig. Auch hier werdet ihr natürlich nicht enttäuscht. Der Deckel lässt sich über eine Daumenschraube leicht entnehmen und wir haben dann hier oben die Möglichkeit, bis zu 320 mm Lüfter, also einen 360 mm Radiator zu installieren. Andere Lüfterkonfigurationen natürlich möglich, wenn ihr jetzt keine Wasserkühlung installiert, 200 mm Lüfter, 140er, was auch immer. Die Übersicht blenden wir euch natürlich ein, aber hier wäre noch ein zusätzlicher 360 mm Radiator möglich. Somit habt ihr die Möglichkeit, 2 große Radiatoren hier zu integrieren in dem Gehäuse und eine Wasserkühlung problemlos intern zu realisieren. Für die, die es extern haben wollen, natürlich 3 Durchlässe für Wasserschläuche an der Rückseite. Lüfter sind natürlich noch weitere verbaut. Wir haben einen in der Rückseite, einen in der Front und noch unzählige weitere Optionen, wie ihr hier Lüfter installieren könnt. Zusätzlich zu den 6 3,5 Zoll Schächten im Bodenbereich haben wir hier noch 5 Stück oben. Diesen Schacht könntet ihr auch noch entfernen, um hier ungehinderten Airflow zu haben oder entsprechend lange Grafikkarten zu installieren. Fragt sich natürlich, ob ihr so lange Grafikkarten überhaupt irgendwann finden werdet, aber hey, ihr hättet die Möglichkeit, wenn ihr solche Grafikkarten bekommen könntet. Vielleicht wird ja die Voodoo mal wieder aufgelegt, wer weiß es, dann hätten wir unter Umständen die Möglichkeit, hier das entsprechende Board zu verbauen. Was passt an Mainboards rein? XL ATX, Extended ATX passt ohne Probleme rein. Deswegen auch zweimal die Aussparungen hier für das Kabelmanagement. Die vordere für das eine Format für ATX und für die beiden größeren dann Extended ATX, XL ATX, die hinteren. Dadurch auch ein PCI-Slot mehr, 10 an der Zahl, plus den eben schon benannten, den wir auch im Trooper hatten, den senkrechten PCI-Slot für entsprechende Erweiterungen. Viel Platz natürlich wieder zur Seitenwand, um Kabelmanagement zu verwirklichen. Vom Netzteil führen auch nochmal 2 Aussparungen nach oben. Wenn man aber direkt hinten verlegt, braucht man diese gar nicht. Vielleicht sinnvoll, wenn ihr eine zweite Grafikkarte installiert oder unten die Pumpe habt für die Wasserkühlung und die Schläuche durchführen wollt. Das Netzteil wird auf einem Rahmen gelagert, ähnlich wie ein Shroud, hat eine etwas erhöhte Bauweise, sodass genug Luft von unten gezogen werden kann. Natürlich hier auch eine Aussparung für einen Lufteinlass darunter befindlich und das Ganze ein bisschen gummiert, um eine Netzteilentkopplung zu gewährleisten. Vorne bei den 5,25 Zoll Schächten natürlich alles mit Schnellspannern, einmal raufgeklickt, frei, einmal wieder raufgeklickt, zu. Also wunderschön auch hier die Lösung, einfach wirklich gut zu bedienen, schicke Sache. Das Netzteil, kann man noch mal erwähnen, ist hier hinten leicht rausgesetzt. Das heißt, wir haben hier ein paar Zentimeter das Netzteil nach hinten rausstehen. Warum?
Ganz einfach, wenn ihr dieses rausnehmen wollt, müsst ihr nicht innen fummeln, müsst es hier versuchen rauszuziehen. Ihr habt hier schon ein Stück rausstehen. Ihr könnt also diesen ganzen Schacht einfach herausnehmen, erleichtert die Demontage ungemein. Wie ich finde, nicht schlecht die Idee, zumal es hinten natürlich bündig mit der Verkleidung abschließt. Also auch kein wirklicher Hinderungsgrund, hier jetzt zu sagen, das ist ein bisschen bulky, das sieht ein bisschen doof aus, kommt hinten raus. Nein, schließt schön bündig mit der Verkleidung ab. Ich könnte noch tagelang über dieses Gehäuse weiter philosophieren. Eine wirkliche hohe Anzahl von Features, von Optionen, von Einbaumöglichkeiten, Wasserkühlung, Luftkühlung, die Lüftersteuerung vorne, das Touchpad, sehr schick, das Netzteil, die Anordnung der Komponenten, thermische Abgrenzung der Zonen, die Features mit den Türen einfach zum Abnehmen. Super Lösung, die uns Cooler Master hier präsentiert beim Cosmos 2. Ein absolutes Highlight-Gehäuse, natürlich bei caseking.de erhältlich. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder, wenn wir die nächsten geilen Gehäuse am Start haben, hier bei CaseKing TV.